Vor 14 Jahren waren wir das erste Mal auf diesem Gelände. Es strahlte schon damals etwas Imposantes, aber zugleich auch Unheimliches aus. Die Wege waren zugewachsen und bei den Gebäuden blätterte die Farbe ab. Die Türen standen offen und wir blickten in dunkle Treppenhäuser. Unbedingt wollten wir uns nochmal umsehen, andere Gebäude entdecken und die Architektur genauer betrachten. Aber man muss auch bei allen Bestaunen im Hinterkopf behalten, dass das von den Nazis auch so gewollt war, dass diese Anlage ansehnlich wirkt. Es war eine unvergessliche Atmosphäre an diesem Ort, welche wir nicht vergessen werden. Hier ein paar geschichtliche Daten zur Kaserne. Der preußische König Friedrich Wilhelm III. In Berlin hatte eine Militärschule 1817 errichten lassen und somit die Anfänge der Kavallerieschule Krampnitz geschaffen, die später aber nach Schwedt an der Oder und 1866 nach Hannover verlegt wurde. Die Reiter dort gehörten zur Weltspitze und bei den Olympischen Spielen 1936 in Berlin gewannen die hannoverschen Reiter alle 6 Goldmedaillen. Adolf Hitler hat im März 1935 das Gesetz für den Aufbau der Wehrmacht verkündet und die allgemeine Wehrpflicht eingeführt und hat somit den Versailler Vertrag, wo diese Punkte für Deutschland verboten waren, gebrochen. Es wurden viele Kasernen im Zuge der Aufrüstungspolitik im Dritten Reich gebaut und es mussten dafür auch Ausbildungskapazitäten für die Wehrmacht geschaffen werden. Ab 1937 wurde die Kaserne nach den Plänen vom Architekten Robert Kisch als Heeres-, Reit- und Fahrschule und Kavallerieschule gebaut und wahrscheinlich 1939 fertiggestellt. Kisch war während des Nationalsozialismus für die Heeresbauverwaltung in Berlin zuständig. Auch wenn wir heute keine Zweiteilung mehr erkennen konnten, hatte die Kaserne damals 2 Abteilungen. Geplant wurde der in Potsdam im Land Brandenburg gelegene Kasernenkomplex für 3.700 Mann und 1.800 Pferde. Hier haben viele Soldaten ihre Reitausbildung erhalten, denn trotz steigender Motorisierung waren 1939 noch mehr als 550.000 Pferde im Bestand der Wehrmacht. Separat vom Kasernengelände wurde eine idyllische ländliche Wohnsiedlung für 450 Familien angelegt, das sogenannte Bergviertel. Kleine eingeschossige Wohnhäuser, die für die Offiziere und Unteroffiziere und deren Familien als Wohnstätten dienten und von kleinen Gärten umschlossen waren. Mehrere Straßenzüge des Bergviertels wurden mit 2-geschossigen Mehrfamilienhäusern bebaut. Auch sollten hier zivile Angestellte gelebt haben. Als die sowjetischen Streitkräfte im April 1945 die Kaserne kampflos einnahmen und dort einzogen, wurde das Bergviertel in die Kasernenanlage integriert und Plattenbauten hinzugebaut. Von der Bundesstraße sieht man heute noch den 48 Meter hohen Turm am Eingangsbereich, der als Wahrzeichen für die Kaserne diente. Abends erklang dort der Kavallerie-Zapfenstreich. Auch sind prägende Bauten wie das Offizierswohnheim, das Offizierscasino und das Fähnrichswohnheim gebaut worden. In Krampnitz findet man viele Reliefs wie Pferdemotive, die Reit- und Fahrschule kennzeichneten. Außerdem Wappen von deutschen Ländern auf dem Fähnrichswohnheim und Früchte, die die Wirtschaftsgebäude verzierten. Die Kasernenanlage hatte eine maximale Gesamtgröße von 780.000 Quadratmetern mit rund 165 Gebäuden.
1937 wurde die Entscheidung getroffen, dass die Hannoversche Kavallerieschule, die sich traditionell auf den Reitsport konzentrierte und auch Kaderschmiede für Wehrmachtsoffiziere war, nach Kramnitz zieht. Der Standortvorteil war die Nähe zur Reichshauptstadt. In der Nähe waren viele Kasernen und auch die zentralen Schulungseinrichtungen der Wehrmacht, wie beispielsweise die Infanterieschule in Döberitz, die Pionierschule in Berlin-Karlshorst, die Artillerieschule in Jüterbock, die Panzertruppenschule in Wünsdorf und das nebenan liegende große Gelände Döberitz, welches seit 1895 als Truppenübungsplatz diente. Es wurde damals mit dem Umzug eine Trennung zwischen der reiterlichen Ausbildung in der Heeresreit- und Fahrschule vorgenommen und einer allgemein kriegsmäßigen und taktischen Ausbildung in der Kavallerie-Lehr- und Versuchsabteilung. Jeder hatte ihre eigene Einfahrt und eigenes Stabsgebäude und waren getrennte Abteilungen. Der Umzug erfolgte stufenweise. Die Heeresreit- und Fahrschule zog erst 1939/40 aus Hannover um. Auch war Klaus Schenk Graf von Stauffenberg, der für das Attentat auf Hitler damals verantwortlich war, hier kurze Zeit stationiert. Wer mehr über das Attentat erfahren möchte, kann sich gerne unser Lost Place Video Flugplatz Rangsdorf anschauen. Ab 1937 wurde das Kasernengelände als Kavallerie- und Panzertruppenschule genutzt und 1941 in Schule für schnelle Truppen umbenannt. 1943 wurde der Name zur Panzertruppenschule II Kramnitz geändert. Die Sowjetarmee nutzte die Kaserne 1945 bis 1991 weiter. Die Kaserne diente als Drehort für einige Hollywood-Filme wie Duell Enemy at the Gates, Resident Evil, Operation Walküre und die Tribute von Panem. Der deutsche Film Mein Führer nutzte auch die Kaserne Kramnitz als Kulisse. Für die zweite Staffel der Serie Dark wurde auch hier gedreht. Im Stabsgebäude fanden wir das originale Mosaik an der Decke, welches aber für Filmarbeiten restauriert wurde. Es handelt sich um das Symbol von der Standarte der Kavallerie aus dem Dritten Reich. Die Treppen sind aus Naturstein und man hat gezielt dieses Gebäude sehr imposant gebaut. Zu Zeiten der sowjetischen Besatzung wurde über das Mosaik eine Decke gezogen und so konnte sie noch erhalten bleiben. Auf dem großen denkmalgeschützten Gelände entsteht derzeit ein großes Wohnquartier. Bei den Baumaßnahmen war auch der Kampfmittelräumdienst vor Ort, weil sich auf ehemaligen Kasernengeländen oft noch Kampf- und Sprengstoffe befinden. Der Kampfmittelräumdienst stieß im Juni 2021 auf Munition, ein rostiges Taschenmesser und auf menschliche Knochen. Die Polizei hatte daraufhin ermittelt. Es handelte sich eindeutig um Opfer des Zweiten Weltkrieges. Anhand der Amalgamfüllungen ließen sich die Leichen als deutsche Verstorbene identifizieren. Der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge hat 13 tote Wehrmachtssoldaten auf dem Gelände geborgen. Das Alter der Verstorbenen lag zwischen 16 und 40 Jahren und die Überreste wiesen starke Frakturen auf. Brandspuren und manche Knochen waren regelrecht verkohlt. Merkwürdig, denn laut den geschichtlichen Überlieferungen ist die Kaserne nicht beschossen worden. Die Rote Armee hat diese Kaserne im April 1945 kampflos übernommen. Mehr konnten wir nicht herausfinden. Es war geplant gewesen, die Überreste auf dem Waldfriedhof Halbe zu bestatten. Die Kaserne birgt noch einige Gefahren. So wurde bei der Wäscherei literweise hochgiftiges Trichlorethen in das Erdreich geleitet. Das Mittel wurde zum Beispiel bei der Waschwalzenmaschine angewendet. Der Stoff ist in der EU seit kurzem verboten, weil dieser krebserregend ist. Es sind schon viele Schadstoffe auf dem Gelände entsorgt worden vom derzeitigen Eigentümer, aber wahrscheinlich noch nicht alles. Hier sollte mal im Laufe der Jahre ein Fußball-Themenpark entstehen. Dann gehörte das Gelände der TG Potsdam Projektentwicklungsgesellschaft mbH
die laut Gericht das Kasernengelände unter dubiosen Umständen für 4 Millionen Euro gekauft hatte. Dieses soll aber mehr als das Doppelte wert gewesen sein und das Potsdamer Rathaus darüber getäuscht worden. Hinter dieser Gesellschaft verbirgt sich wohl ein undurchsichtiges Firmengeflecht und nicht, wie von der Stadt angenommen, ein renommiertes Unternehmen. Die Stadtverordneten von Potsdam beschlossen im April 2019 die Entwicklung eines lebendigen Stadtteils für 10.000 Menschen. Die Bauarbeiten im späteren Wohnviertel sind schon gut vorangeschritten und auch das Gebäude der Grundschule steht bereits. Wohnungen werden nötig gebraucht in Berlin-Brandenburg und wir finden es prinzipiell gut, dass das Gelände eine Nachnutzung erhält. Für uns persönlich geht der Charme der alten Kaserne mit ihrer Geschichte allerdings so verloren. In der angrenzenden Döberitzer Heide kann man heute viele Wanderungen unternehmen. Diese können wir sehr empfehlen. Hier sind noch ein paar Eindrücke von 2010, als wir das erste Mal hier waren. Aufmerksam wurden wir auf die ehemalige Kaserne über das Buch Geisterstätten von Arno Specht. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir würden uns sehr über ein Abo freuen, einen Kommentar oder ein Like. Und wir wünschen euch alles Gute. Bis dann.